YouTube ist komplett aus dem Häuschen. Angeblich hat Christine Lagarde, die EZB-Chefin, auf einer Pressekonferenz vor einigen Tagen verkündet, dass im Oktober 2025 der digitale Euro eingeführt werden soll. In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, was dran ist an solchen Aussagen und ob wirklich der digitale Euro im Oktober 2025 EU-weit eingeführt wird. Deutschland ist das Land der Dichter und Denker und vielleicht noch der Ingenieure, aber dass man bei wirtschaftlichen Themen eher flachbrüstig unterwegs ist, das zeigt sich immer, wenn es um etwas komplexere volkswirtschaftliche Sachverhalte geht, wie zum Beispiel Geldpolitik oder der Euro. Da schreibt der eine von dem anderen ungeprüft ab. Viele YouTuber, darunter die üblichen Verdächtigen, die man schon so kennt, sind wie aufgeschreckte Hühner. Irgendjemand streut ein Gerücht und dann wenige Stunden später ist hier so ein richtiger Shitstorm am Dampfen. Und genau das ist hier auch passiert. Was genau ist vorgefallen? Christine Lagarde, die EZB-Chefin, gab am 6. März 2025 ein Interview. Da ging es um EU-Geldpolitik und solche Dinge. Und danach konnten die Journalisten, die anwesend waren, Fragen stellen. Schauen wir uns einmal das Protokoll dieser Pressekonferenz an. Hier ist das Protokoll. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir gehen ganz zum Ende, denn hier kommen dann die interessanten Fragen. Hier also die Frage, um die es geht, des Journalisten. And then my second question is on the digital euro. Because the Trump administration decided to stop the Federal Reserve's project on central bank digital currency, and it looks like the Fed might be on hold on the digital dollar for about 4 years. Also der Journalist sagt, dass ja die amerikanische Fed sich dagegen entschieden hat, hier unter der Anweisung von Donald Trump hier den digitalen Dollar einzuführen, diese Legislaturperiode, und dass das Projekt on hold ist. So it looks like a kind of golden opportunity for the ECB and the plans of the digital euro. Da bietet sich hier also eine geniale Möglichkeit an, hier für die EZB nach vorne zu preschen. What is the position of the ECB on these issues with these changes also come to the United States? And how can the ECB push forward with the creation of the digital euro? Also, was ist der Status hier hinsichtlich der Einführung des digitalen Euro und was kann die EZB tun, um hier die Einführung des digitalen Euro voranzutreiben? Auf X und auf anderen Medien wurde dann die Antwort von Lagarde hier publiziert als Video. Schauen wir uns das Video kurz an. Hier also nun die Antwort von Christine Lagarde. On your second point, I tend to share your views. Nature doesn't like vacuum. Also, sie sagt, sie teilt die Ansicht des Journalisten, die Natur mag kein Vakuum. Und so weiter, bla bla bla. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen nach vorne direkt zu der Antwort auf die Frage. Und da ist dann auch eben diese Sache mit Oktober 2025 dran. And hopefully campaigning enough with all the stakeholders, meaning European Parliament, meaning European Council, meaning European Commission, so that we can eventually, not put to bed, but put to reality this digital euro. Sie sagt also, dass ihr Team dabei ist, die richtigen Stellen hier in der EU zu beackern, EU-Parlament, EU-Ministerrat, EU-Kommission und so weiter, um hier diesen Euro letztlich voranzutreiben, den digitalen Euro. Deadline for us is going to be October of 25, and we are getting ready for that deadline. Jetzt ist hier eben die entsprechende kritische Stelle. Sie sagt, ihre Deadline wäre Oktober 25 und auf Oktober 25 läuft alles hinaus. But we will not be able to move unless the other parties, the stakeholders as I call them, Commission, Council and Parliament, actually complete the legislative process, without which we will not be able to move. Also es kann nicht weitergehen mit dem digitalen Euro nach Oktober 25, wenn nicht die Stellen, die sie vorhin genannt hat, die EU-Kommission, Ministerrat und die EU-Kommission hier weitermachen und die entsprechenden Gesetze implementieren. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist diese Oktober 2025 Deadline irgendwas Neues und um was geht es hier? Genau. Und jetzt kommt das Problem mit den YouTubern, was ich gerade eben schon gesagt habe, die irgendwas hören.
die es dann nicht richtig verstehen, weil vielleicht auch die Englischkenntnisse nicht wirklich da sind und dann irgendwelche Gerüchte und Halbwahrheiten in die Welt setzen. Vielleicht machen sie es auch absichtlich. Ich denke eher, es ist ein gewisser intellektueller Mangel, denn wer will schon bösartig Gerüchte in die Welt setzen? Wo kommt also diese Deadline her von Oktober 2025? Nun, wer sich wirklich mit dem Projekt des digitalen Euro befasst hat, der weiß, dass die EZB seit November 2023, seit dem 1. November 2023 dabei ist, dieses Projekt des digitalen Euro zu evaluieren, hier Experten, Lieferanten etc. Prozesse zu identifizieren und dass man hier der EZB 2 Jahre Zeit dafür gegeben hat. Hier zum Beispiel eine deutschsprachige Pressemeldung der Deutschen Bundesbank vom 19.10.2023, also von vor 2 Jahren. Ich scrolle direkt zu der relevanten Stelle. Vorbereitungsphase dauert 2 Jahre. Die Vorbereitungsphase des Projekts Digitaler Euro beginnt am 1. November 2023 und ist zunächst auf 2 Jahre angelegt. Währenddessen soll das Regelwerk für den digitalen Euro fertiggestellt werden, Anbieter ausgewählt werden und so weiter und so fort. So, daher kommt die Deadline Oktober 2025 und das ist genau natürlich, wovon Lagarde spricht. Das ist nichts Neues, das ist alles schon ein alter Hut. Das ist seit Jahren bekannt letztlich, dass genau diese Vorbereitungsphase jetzt gerade läuft und im Oktober 2025 zu Ende ist. Das können wir auch auf dem folgenden Flowchart hier aus dem Jahr 2023 der EU, welches du letztlich ganz einfach im Internet finden kannst, genau verifizieren. Auch hier wieder im Quartal 2023 geht die Vorbereitungsphase los. Oktober 2025 ist sie zu Ende und dann müssen eben die entsprechenden Stakeholder Governing Council Decision for Potential Launch on Next Phase dann entscheiden. Also Lagarde beendet Ende Oktober 2025 die Vorbereitungsphase und dann muss man sehen, wann dieser digitale Euro eingeführt wird. Ganz sicherlich nicht im Oktober 2025 eingeführt werden, denn dazu gibt es überhaupt keine Zeit. Es ist die Rede von einer möglichen Einführung und das war immer schon so der Fall, vielleicht im Jahre 2028, vielleicht auch später, wenn es nicht zu Verzögerungen kommt. Also nochmal zum Mitschreiben. Wird im Oktober 2025 der digitale Euro eingeführt werden? Nein, er wird nicht eingeführt werden. Hat Christine Lagarde irgendwas in die Richtung verlauten lassen? Nein, hat sie nicht. Muss man sich wegen der Oktober 2025 Deadline hier irgendwelche Gedanken machen? Eigentlich nicht. Es hat sich nichts geändert. Das sind alles Deadlines, die sind seit Jahren bekannt. Wir haben selbst schon Videos dazu gemacht. Also, such dir auf YouTube aus, wem du hier glaubst und wem du folgst. Lass dir nicht ein X für ein U verkaufen. Die Dinge, die ich jetzt dir hier vorgestellt habe, kannst du innerhalb von 10 Minuten researchen. Dazu muss man nicht besonders viel Erfahrung mit diesen Themen haben. Lass es mich hier in aller Klarheit sagen. Selbstverständlich halte ich den digitalen Euro für ein großes Risiko aufgrund der ganzen Möglichkeiten, die eben digitale Zentralbankwährungen hier bieten. Es ist ganz klar, der digitale Euro ist ein Kontrollinstrument und es würde mich wundern, wenn er nicht als solches eingesetzt werden wird, sobald er mal implementiert ist. Natürlich muss man sich fragen, wie man sich vor solchen Maßnahmen schützen kann. Das war immer meine Position, das war immer unsere Position. Wir haben ja hier schon viele Videos zu diesem Thema entsprechend gemacht, über Maßnahmen der EU, über Kontrollmechanismen der EU, die alle schon entschieden sind. Bis der digitale Euro dann tatsächlich eingeführt wird, würde ich mich an deiner Stelle auf die tatsächlichen Risiken konzentrieren, die bereits bekannt sind, Maßnahmen, die bereits von der EU verkündet worden sind, wie zum Beispiel das zentrale EU-Kontenregister, das 2029 eingeführt wird, alle Änderungen hinsichtlich AMLA, Geldwäscherei und dann natürlich auch was Krypto anbelangt, DAC8, Mika und so weiter und so fort. Da gibt es genug Dinge, genug Maßnahmen der EU, die ziemlich erschreckend sind, soweit ich das sagen kann. Da muss man nicht noch irgendwelche Dinge zusätzlich erfinden, weil man nicht in der Lage ist, hier den Kontext zu verstehen, in dem solche Pressekonferenzen gegeben werden. Also nochmal, der digitale Euro, ja, er ist ein Problem. Ich warne davon und man muss sich überlegen, wie man sich davor schützen kann. Am besten schützt du dich davor, indem du dich weiterbildest und Maßnahmen ergreifst, die du schon heute ganz konkret in die Tat umsetzen kannst, um dich und dein Vermögen zu schützen. Beispiel sind Konten im Ausland, zweite Pässe, Aufenthaltsgenehmigungen im Ausland, Edelmetalle im Ausland aufzubewahren, möglicherweise sogar auswandern, vielleicht auch einfach nur in ein Land umziehen wie die Schweiz, wo du schon außerhalb der EU bist. Das nennen wir Auswandern Light, kann auch ein guter erster Schritt sein. Wir machen dazu etliche Seminare und Reisen und bringen dich an Orten, wo man entsprechend dann hoffentlich außerhalb der EU
unbehelligt in Zukunft leben kann, hoffentlich steuerfrei oder wenigstens steuergünstig. Und natürlich stehen wir da auch beratend zur Verfügung. Link zur Beratung packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren genau nichts anderes, als Mandanten hier bei solchen Fragen zu beraten. Ich würde mich freuen, auch dich jetzt bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.